River Tables sind einzigartige, ästhetische, handgefertigte Designermöbel aus einer Kombination schönster Hölzer und klarer und eingefärbter Epoxidgießharze. In diesem Film zeigen wir Ihnen, wie Sie mit hochwertigen Epoxidgießharzen von R&G professionelle River Tables herstellen. Für die Form verwenden wir Siebdruckplatten und Leisten. Siebdruckplatten besitzen eine dichte, glatte Oberfläche und können direkt mit Trennmitteln für Epoxidharze versehen werden. Zu Beginn werden alle Formteile mit Trennmittel behandelt. Anschließend werden die Seitenwände mit der Grundplatte verschraubt. Die Gussform wird waagerecht ausgerichtet, sodass das Harz nach dem Einfüllen überall die gleiche Dicke aufweist. Die Innenkanten der Form müssen gegen Austreten von Harz mit Einkomponenten Sanitärsilikon abgedichtet werden. Das Silikon wird mit dem Finger glatt gestrichen. Nach dem Vernetzen des Silikons werden Staub und lose Teile abgesaugt. Wir verwenden einen Bürstenaufsatz, damit die empfindliche Trennmitteloberfläche nicht beschädigt wird. Alternativ zu Trennmitteln können die Formen auch mit Trennfolie bzw. PE-Klebeband beklebt werden. Wir empfehlen aber trotzdem die zusätzliche Verwendung eines Trennmittels. Wir säubern die Holzkanten mit einer Drahtbürste und entfernen dabei Rinde und lose Teile. Die Holzbohlen sind richtig vorbereitet, indem sie die gleiche Dicke aufweisen und möglichst plan auf dem Untergrund aufliegen. Für diesen Tisch verwenden wir Pappelmaser in den Maßen 110 x 70 cm. Die berechnete Harzmenge für den Verguss liegt bei ca. 14 Kilogramm. Anschließend wird die Oberfläche erneut abgesaugt. Eventuelle Löcher oder Kerben im Holz werden ebenfalls von losen Teilen und Staub befreit. Bei offenporigen Hölzern muss besonders gründlich gearbeitet werden, um hinterher ein optimales Ergebnis zu erhalten. Für den Verguss wird das Zwei-Komponenten-Gießharz, bestehend aus Epoxidharz und Härter, im angegebenen Mischungsverhältnis abgewogen. Mit einem Mischpropeller verrühren wir Harz und Härter gründlich. Dabei streifen wir Wandung und den Boden des Mischgefäßes gründlich ab, damit kein unvermischtes Material in die Form gelangt. Optimal ist es, den gut verrührten Harzansatz in ein neues Gefäß umzufüllen und nochmals durchzurühren. Damit ist jeder Mischfehler ausgeschlossen und die Härtung gelingt perfekt. Zunächst werden die Naturkanten satt eingestrichen. Nun lassen wir das Harz mindestens einen Tag anhärten. Durch diese Schicht können später keine Luftblasen aus dem Holz austreten. Die Holzbohlen fixieren wir mit Schraubzwingen und sauberen, staubfreien Holzlatten. Dadurch verhindern wir, dass beim nachfolgenden Verguss sich etwas verschiebt oder aufschwimmt. Für den Verguss färben wir in diesem Beispiel das Epoxidharz mit Transparentfarbe Blau ein. Klare Vergüsse und solche mit trockenen Pigmenten und Füllstoffen wie Blattgold sind ebenfalls möglich. Nun wird der Hohlraum zwischen den Holzbohlen vergossen. Die Gießdicke beträgt hier 5 cm in einem Arbeitsgang. Ebenso werden kleine Unebenheiten, Risse und Löcher im Holz vergossen. Aufgestiegene Luftbläschen, die sich als Schaum auf der Oberfläche zeigen, werden mit einem Heißluftföhn zum Platzen gebracht. Die Raumtemperatur liegt idealerweise zwischen 16 und 20 Grad, aber auf keinen Fall darüber. Bei der Härtungsreaktion entsteht eine geringe Wärme, die jedoch so niedrig ist, dass das Gießharz spannungs- und rissfrei aushärtet.
Bei Vergüssen mit großen Harzmengen über 20 Kilogramm empfiehlt es sich bei der Härtung, einen Lüfter aufzustellen, der für einen Luftaustausch über dem Gießling sorgt. Nach 2 bis 3 Tagen Härtung kann entformt werden. Durch das Trennmittel löst sich die Tischplatte leicht von der Form. Die rohbaufertige Tischplatte vor der weiteren Bearbeitung. Nach dem Ausformen wird die Oberfläche beidseitig mit einer Oberfräse abgetragen. Nach dem Fräsen zeichnen wir die Tischkanten ein und besäumen die Platte mit einer Kreissäge. Nun folgt zunächst ein grober Schleifgang mit 80er Korn. Astlöcher werden mit Silikon umrandet und die Löcher mit Harz gefüllt. Falls Harz versickert, muss nach der Anhärtung nachgegossen werden. Abschließend folgt der Feinschliff mit Korn 120, 180 und 240. Mit einer Oberfräse und einem Abrundfräser brechen wir die scharfe Holzkante. Die Kanten werden von Hand sauber nachgeschliffen. Als Finish verwenden wir lebensmittelechtes Hart- oder Arbeitsplattenöl. Dieses tragen wir satt auf und massieren es ein. Nach einer Einwirkzeit von 20 Minuten wird das überschüssige Öl abgewischt. Ist die Unterseite fertig, werden die Beine montiert und wir fahren mit der Oberseite im selben Prozedere fort. Alle benötigten Produkte finden Sie in unserem Onlineshop. Die entsprechenden Produktlinks befinden sich im Videobeschreibungstext.